Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de und weiter geht's in unserer Reihe von Weihnachtsliedern hier in der Vorweihnachtszeit. Ja, im letzten Video, das findet ihr hier oben, habe ich euch mal gezeigt, wie man O du Fröhliche auf dem Klavier spielen kann. Also, wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, dann ja gerne nochmal nachholen. Also ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und heute widmen wir uns dem Song, den ihr eben gehört habt, und zwar We Wish You a Merry Christmas. Ich werde dieses Tutorial so aufbauen, dass ich euch im ersten Part, also in diesem Video, einmal die Grundversion zeige, die einfache Version des Stückes, und dann im kommenden Video, Part 2, dann die fortgeschrittenere Variante, und zwar die, die ich eben gespielt habe. Ja, aber Part 2 werde ich auch zeitnah nach Part 1 hier gleich raushauen, damit ihr das noch vor Weihnachten bekommt. Denn es ist ja gar nicht mehr allzu lang, bis wir hier die Weihnachtszeit auch schon wieder endet. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten mal direkt in unser Tutorial rein. Ja, dann würde ich sagen, ich spiele euch jetzt einfach mal die einfache Variante vor und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Das ist erstmal der Refrain. Dann geht es weiter noch mit der Strophe. Ja, und dann würde an der Stelle wieder der Refrain dann folgen, ne? Und so weiter. Okay, ja, also das erstmal, worum es jetzt hier geht, was die einfache Version des Stückes ist. Dann zeige ich dir jetzt erst einmal in einzelnen Abschnitten, was die rechte Hand hier spielt. Wir starten auf dem G. Ja, generell befinden wir uns in C-Dur. Das heißt, wir brauchen auch für dieses Stück hier, auch in der fortgeschrittenen Variante, nur die weißen Tasten an der Stelle, ne? Und wir starten auf dem G. Und das ist der erste kleine Unterabschnitt. Wir spielen G, C, C, D, C, H, A, A. Ja? Das auch in diesem Rhythmus bitte so spielen. Ich werde jetzt einmal kurz was zum Rhythmus sagen und dann aber bitte einfach auf den Rhythmus achten und das dann versuchen so zu spielen, wie ich das spiele. Ich denke mal, ja, wenn du den Song im Kopf hast und den hat jeder schon mal gehört, hat jeder vielleicht auch schon mal gesungen, dann solltest du den Rhythmus sowieso drauf haben. Ne? Wir spielen also hier das G, halten es etwas länger gedrückt und dann zweimal kurz das C, dann nacheinander sofort D, C, H und dann zweimal kurz hier das A. Ja? Dann bleiben wir auch kurz auf dem A liegen. Okay, nochmal langsam. Bis dahin. Fingerhaltung würde ich so machen, dass ich entweder hier mit dem Ringfinger auf dem C bin oder mit dem Mittelfinger, sodass wir hier rechts auch genug Platz haben, ja, dass wir hier noch höher gehen können, weil wir natürlich hier auch noch ein Stück höher müssen mit den Tönen. Ne? Deswegen ganz wichtig, jetzt hier nicht den Zeigefinger zu haben, ja, sondern hier entweder Mittelfinger oder Ringfinger. Kleiner Finger ist auch schlecht, weil wir brauchen hier das D. Ne? Also von der Fingerhaltung würde ich schon so auf der Tastatur liegen, ja. Das mache ich auch nicht immer ganz so genau. Es ist nur einfacher, weil du dann immer diese Sprünge leichter hinkriegst. Ja, und ansonsten ganz wichtig, diesen Abschnitt oft genug wiederholen und dann erst zum nächsten Abschnitt übergehen. Ja, generell immer wirklich 50, 100 Mal, so oft du brauchst, wiederholen, bis du es wirklich einwandfrei spielen kannst. Dann geht's weiter. Das ist der nächste Abschnitt. Selber Rhythmus, dazu sage ich jetzt nicht nochmal was. Wir spielen jetzt hier das A am Anfang, dann mit dem Ringfinger hier das D, zweimal, dann das E, wieder das D, C, zum H runter und dann hier das G. Ja? Das ist jetzt dir überlassen, ob du jetzt hier mit dem Zeigefinger oder dem Daumen anfängst. Da variiere ich auch mal so, mal so. Ja, an sich, wenn man jetzt so liegt, ist man ja hier mit dem Zeigefinger und spielt dann mit dem Ringfinger das D.
Und dann geht man also einmal eigentlich nur hier runter und dann noch zum G runter. So, dann geht's weiter. Wir gehen noch eine Stufe höher. Also jetzt hier zum E hoch. Da würde ich dir empfehlen, dann auch mit dem Ringfinger eine Stufe höher zu gehen. Ja, eben waren wir hier mit dem Ringfinger auf dem D. Jetzt gehen wir hier auf das E. Und das ist der nächste Abschnitt, ne? Damit wir hier dann auch mit dem kleinen Finger auf das F kommen. Okay. Also wirklich einmal hier zum G, vom G hier zum E hier oben hoch. Zweimal, dann zum F. E, D, C und dann zum A. Und dann kommt der letzte Abschnitt. Da müssen wir uns jetzt hier bewegen, je nachdem, wie du gerade mit den Fingern bist. Wenn du jetzt wie ich hier auf dem, mit dem Daumen auf dem A bist, ja, wir brauchen jetzt hier das G. Das heißt, wir müssen auch hier die Hand ein bisschen bewegen, dass wir dann hier mit dem Zeigefinger auf das G kommen. Und das ist der letzte Abschnitt, ja. Das heißt, wir spielen zweimal hier das G, dann das A, dann hier hoch zum D, H und C. Okay. So, einmal den kompletten Refrain nochmal auf der rechten Hand. Bis dahin. Das erstmal in Ruhe mit der rechten Hand wiederholen, ja, auf den Rhythmus achten, darauf achten, dass du auch alles sauber anschlägst und natürlich auch auf die Fingerhaltung achten, dass du dich hier nicht zu sehr verhaspelst, also nicht zu große Bewegungen hier machen musst, sondern eigentlich immer ganz entspannt liegen bleiben kannst. Also erstmal hier den Refrain gerne üben mit der rechten Hand, dann nehmen wir die linke Hand beim Refrain mal mit dazu, dann üben wir mal die linke Hand. Ich zeige dir erstmal die Grundtöne, die die linke Hand hier spielt. Wir fangen an mit C, dann F, dann D, dann G, dann E, dann A und dann F, G und C. Ja, das ist das, was die linke Hand hier spielt. Mehr ist es nicht. Und du siehst, ich kann mit der linken Hand hier ganz entspannt liegen bleiben und bewege mich hier mit dem Daumen immer nur eine Stufe höher. Die anderen Finger können hier in der Variante ganz entspannt einfach liegen bleiben. Ja, wir gehen einfach mit der linken Hand im Prinzip eine Stufe hier mit dem Daumen immer höher, ne? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ja? Das ist erstmal hier die linke Hand. Gerne auch langsam üben. Und ganz wichtig, so lange wirklich üben, bis du die linke Hand auswendig kannst. Okay? Denke ich mal aber an der Stelle nicht allzu schwer. Ja, und dann würde ich sagen, üben wir mal beide Hände zusammen. Und hier ist es ganz wichtig, ja, ich spiele es dir einmal ganz kurz vor, achte mal wirklich dann nur darauf, wann die linke Hand spielt. Ist dir was aufgefallen? Die linke Hand spielt im Prinzip, ja, immer dann, wenn wir wie so einen Paukenschlag in der Melodie haben, ja. Ja, immer wenn dieses dann wechselt die linke Hand immer auf den Grundton, ne? Achte mal drauf. Ne? Immer wenn wir diesen Akzent, nenne ich es jetzt mal, ich nenne es mal Akzent, immer wenn wir diesen Akzent in dieser Melodie haben. Okay, also da kann man erstmal so vom Gefühl her drauf achten. Wie spielt man es jetzt? Ich gehe es mal Abschnitt für Abschnitt durch. Also wir starten hier auf dem G alleine auf der rechten Hand und wenn wir das C hier auf der rechten Hand anspielen, dann spielt hier natürlich auf der linken Hand das C mit.
dann spielt die rechte Hand alleine und wenn wir hier auf dem A sind, dann spielt das F. Das ist der erste kleine Unterabschnitt, ne? Ganz einfach. Alleine, zusammen, alleine, alleine, alleine und dann zusammen, alleine. Okay, dann geht's weiter. Rechte Hand spielt alleine und hier, wenn wir das D spielen, dann spielen wir auch hier das D mit. Dann alleine. Und dann, wenn wir das H spielen, spielen wir hier das G. Und dann wieder die rechte Hand alleine, dann hier auf dem G. Nochmal. Alleine rechte Hand. Zusammen, alleine rechte Hand. Und zusammen, alleine rechte Hand. Gerne ganz in Ruhe, auch ganz langsam üben. Gerne beide Abschnitte auch mal zusammen üben, ja. Dann geht's weiter. Jetzt gehen wir hier hoch zum E und da logischerweise spielt auch links das E mit. Und dann hier das A. Und dann springen wir auch mit der rechten Hand aufs A. Ja, nochmal langsam. Also wir sind hier auf dem G, dann spielt die rechte Hand erstmal alleine. Und dann, wenn wir auf dem E sind, zusammen, rechte Hand alleine, zusammen, mit der rechten Hand noch aufs G alleine und dann letzter Abschnitt, alleine rechte Hand, F, alleine rechte Hand das D, H und G zusammen und C zusammen. Nochmal ganz langsam, alleine, alleine und dann zusammen, alleine, zusammen, zusammen. Alles klar. Ich würde sagen, ich wiederhole nochmal alles ganz langsam für dich und dann nehme ich mal das Haltepedal mit dazu und dann haben wir den Refrain hier an der Stelle auch schon fertig, ja? Also ich spiele mal ganz langsam alles vor. Auch mit Haltepedal gerne mal. Und hier, wann schlage ich das Haltepedal an? Ja, ganz kurz noch am Rande. Und zwar immer, wenn ich hier auf der linken Hand springe, ja? Also ich halte es gedrückt. Halte es gedrückt. Und jetzt, wenn ich hier, also das F und das A spiele, dann gehe ich kurz vom Haltepedal runter wieder drauf, ja? Runter wieder drauf. Ja, ich bleib liegen und jetzt wieder runter, wieder drauf. Und runter, wieder drauf. Hier auf das G, Entschuldigung. Genau, also immer wenn ich auf der linken Hand springe. Das ist der ganze Refrain hier in der einfachen Version. Und als nächstes zeige ich dir die Strophe. Die üben wir auch nochmal in Ruhe. Weiter geht's jetzt also mit der Strophe. Ich spiele dir einmal die Strophe vor mit beiden Händen und dann gehen wir wieder rechte und linke Hand einzeln durch. Das ist die Strophe. Rechte Hand zuerst, wir fangen auf dem G wieder an. Bis dahin erstmal. Also G, C, 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 H. Ja? Dann geht's weiter. H, C, H, A, G. Fingerhaltung wieder so wie vorhin, ja, dass wir auf dem, am besten hier den Ringfinger auf dem C spielen oder den Mittelfinger auf dem C. Dass wir auch nach hier oben Platz haben. Das kurz nochmal am Rande an der Stelle. Nicht, dass du jetzt hier denkst, okay, wie habe ich denn jetzt hier die Fingerhaltung? Also genauso wie vorher im Prinzip. Nochmal beide Abschnitte zusammen. Auch wieder ganz wichtig, achte auch auf den Rhythmus, den ich spiele, ja? Und versuche jetzt nicht einfach irgendwie sowas zusammenzuwürfeln, sondern wirklich
langsam und dann den Rhythmus beachten. Dreimal das C, das H und dann nochmal H, C, H, A, G. Ja? Dann springen wir hoch zum D, E, D, C und jetzt, Achtung, hoch zum G, runter zum G. Hier müssen wir die Hand also schon wirklich sehr weit strecken. Du brauchst hier oben das G und hier unten. Ne? Wir spielen hier eigentlich schon die Oktave sozusagen. Ne? Und dementsprechend habe ich auch gesagt, ja, Fingerhaltung so, dass du hier mit dem kleinen Finger zum G kommst und dann musst du mit dem Daumen hier runter zum G. Ne? Das ist vielleicht am Anfang wirklich nicht so einfach, deswegen, wenn du Anfänger bist, üb diesen Abschnitt, ja. Also vor allem diesen Abschnitt hier einfach mal üben. Dass du das schaffst, hier das in der Oktave so anzuschlagen, ja. Ne, ganz wichtig, also hier hochgehen. Dass wir hier also die Hand extrem spreizen, damit wir hier unten auch zu dem G kommen. Ne, ansonsten spielen wir einfach G, G, ja. D, E, D, C, G oben, G unten. Und dann der letzte Abschnitt. Das ist das, was wir schon hatten. Also das hatten wir schon im Refrain, ne? Da war es ja auch. Also noch einmal, ich wiederhole nochmal komplett die Strophe auf der rechten Hand. Linke Hand. Wir spielen, ja, ich zeige dir ganz kurz wieder die Töne, die die linke Hand spielt. C, G, D, G, wieder C, G, F, G, C. Also ganz, ganz oft hier das G dabei. Ne? Also C, G, D, G, C, G, F, G, C. So, jetzt mit beiden Händen zusammen. Es ist genau dasselbe Prinzip wie beim Refrain. Das ist der erste Abschnitt. Wieder, wenn die Akzente kommen in der Musik, die hörst du raus, dann die linke Hand mit anschlagen. Ja? Also natürlich wieder rechte Hand alleine, C zusammen, dann alleine rechte Hand und hier H und G zusammen. Ja? In Ruhe wiederholen, ja, also wie ich immer sage, erstmal in Ruhe den Abschnitt wiederholen. Dann geht's weiter. Und die rechte Hand beginnt alleine, dann zusammen, alleine, alleine und G zusammen. Nochmal. Dann geht's weiter. Das ist der nächste kleine Abschnitt. Ja, wieder genau dasselbe. Wir fangen mit der rechten Hand alleine an. Auf dem D. Und dann, wenn wir das E anschlagen, schlagen wir hier das C an. Alleine, alleine. Und dann, logischerweise, wenn wir hier oben das G anschlagen, schlagen wir hier auch das G an. Zusammen also. Und dann rechte Hand alleine nochmal das G. Und dann der letzte Abschnitt, den hatten wir ja im Refrain schon, ne? Ja, und dann kannst du auch schon, wenn du das jetzt hier alles drauf hast, die Strophe spielen. Ich spiele noch einmal komplett jetzt gleich mit Haltepedal mit dazu. Das Ganze vor, die ganze Strophe, ja. Jetzt spiele ich dir einmal nochmal den Refrain mit Strophe mit dazu und dann kannst du hier schon das ganze Stück in der einfachen Version spielen.
Ja, dann würde es wieder mit dem Refrain an der Stelle weitergehen und da kann man dann meinetwegen hier oben spielen, hier unten spielen. Also, das sind Variationen, die du noch machen kannst. Ja, du kannst dann auch hier unten spielen. Da muss ich jetzt mal ein Stückchen rutschen. Kannst dann auch hier spielen. Geht auch, ja, oder da oben. Also, du kannst auch in den Oktaven springen und wenn du dir das zutraust, kannst du natürlich auch gerne, das, was du in der linken Hand spielst, in der Oktave anzuschlagen, ne? Das heißt, du spielst nicht nur den C-Ton zum Beispiel hier unten, sondern spielst den auch hier oben gleichzeitig. Ja? Ne, das kann man auch probieren. Geht auch, ja, dass du das einfach in der Oktave mal spielst, aber das jetzt nur, noch als extra für diese einfache Version, falls du hier noch 'ne kleine Variation mit einbauen möchtest, ja, falls du das hier noch anders spielen möchtest. Aber das war's so weit erst mal mit „We Wish You a Merry Christmas“ hier in der Anfängerversion, sage ich mal, in der einfachen Version. Üb das erst einmal, ja, wenn du diese Grundversion spielen kannst, dann wirst du mit der fortgeschrittenen Variante, die ich dir im nächsten Video zeige, auf jeden Fall auch gar keine Probleme haben. Was wir da machen, ist, wir spielen einfach bei der linken Hand nicht mehr einen einzelnen Ton, sondern wir spielen hier zum Beispiel den Ton C einfach aufwärts und wieder abwärts. Ja, das zeige ich dir dann aber im nächsten Part, ne? Jetzt erst mal viel Spaß hier mit dieser einfachen Version von „We Wish You a Merry Christmas“. Viel Erfolg beim Üben. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Tutorial gefällt und wir sehen uns dann im nächsten Video im Part 2, wo ich dir hier die fortgeschrittene Variante dieses wunderschönen Stückes zeige. Bis dahin, dir noch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.